Southwest Germany. Somewhere on the edge of the Black Forest, the city of Pforzheim. Maybe you've heard about this golden city, which is well known for its jewellery making. Besides that, well, what can we say? It's an ordinary, middle-class sort of town. 3 rivers meet here in Pforzheim, but river surfing is still just a dream. Let's see what happens when you put together a bunch of young people who wish to see this change. This is the story of Black Forest Wave. Warte mal, Welle und Schwarzwald, irgendwas passt da nicht. Ja. Was verbindet die Stadt Pforzheim bisher mit Surfen? Bisher so gut wie nichts. Ich sehe aber so ein paar Enten, die da die Wellen richtig cool nähen. Sonst gibt es, glaube ich, in Pforzheim mit Pro-Surfer nicht viel, oder? Die Surfszene in Pforzheim ist so groß, null. Und zum nächsten Surfspot sind es 300 Kilometer München. Der zweitnächste vielleicht in Frankreich, 1000 Kilometer. Ja, wenn man dann so an der Enz entlang läuft und denkt, es hat Pforzheim so viel Kilometer Fluss und teilweise auch richtig schnell und viel Wasser, da muss doch irgendwas gehen. Also mich begeistert es, immer in der Natur zu sein und da ist Surfen natürlich auch ein schöner Sport. Ich liebe es, am Meer zu sein. Wenn man draußen im Wasser ist, dann geht es eigentlich echt, man vergisst eigentlich komplett alles, was um einen drum ist. Wenn man Sorgen hat, dann spielt das einfach keine Rolle mehr. Man ist einfach draußen im Wasser und allein schon, wenn man durch die Welle durchtaucht und dann der Regen auf einen so zurückprasselt. Das ist ein unbeschreibliches Gefühl und dann vor allem, wenn man dann die Welle reitet, dann geht es einfach nur darum, man ist im Hier und Jetzt, man ist im Moment und ich glaube, das ist ein Gefühl, dass man mit den Kräften der Natur einfach zusammenarbeitet und das hat man, glaube ich, in wenig Sportarten, diese Verbundenheit. Die Idee, eine Welle in Pforzheim zu kreieren oder zu bauen, kam eigentlich in den Semesterferien, in denen man es nicht direkt geschafft hat, wieder an den Atlantik zu fahren. Und somit habe ich mein Board geschnappt und war paddeln in der Enz, ja, immer zum Training gegen die Strömung. Super Übung, kann ich jedem empfehlen. Während dem Paddeln habe ich eigentlich gemerkt, in einem bestimmten Bereich im Enzornpark, im Fluss, ist eigentlich relativ starke Strömung. Also war der nächste Schritt, dass wir ein Seil an die Brücke gebunden haben. Und wir haben versucht, mit Seil auf dieser schnell fließenden Strömung zu surfen. Das hat bedingt funktioniert. Ja. Und dabei entstand eigentlich die Idee, warum können wir denn nicht diese Strömung so provozieren, dass dort eine Welle entsteht, wie vielleicht in München. Das kam dann zur Projektarbeit an der Hochschule Pforzheim. Da habe ich mit dem Steffen und noch einem anderen Kollegen an der Hochschule, der jetzt leider nicht mehr dabei ist, das Projekt damals gestartet. Dort konnten wir innerhalb eines Projektes, obwohl ich Maschinenbau studiere, wissenschaftlich erarbeiten, welche Möglichkeiten wir in Pforzheim mit unseren 3 Flüssen haben, so eine Welle zu kreieren. Somit haben wir die technischen Anforderungen erstmal zusammengetragen mit Strömungsgeschwindigkeit, mit Wasserdurchflussmenge und das über mehrere Jahre hinweg. Weil es ja sehr abhängig ist, hat man einen starken Winter, hat man weniger starken Winter. Wir wollen diese Machbarkeitsstudie als Grundlage verwenden, um dann nachher herzugehen und zu sagen, wir können eine Welle in Pforzheim machen. Haben wir irgendwann gemerkt, die grundlegenden physikalischen Daten sind eigentlich da. Also wir haben ja angefangen zu dritt letztendlich, das bei ein paar vorzustellen. Und sind dann so Schritt für Schritt weitergekommen in dem Projekt. Und irgendwann waren wir an einem Punkt, wo wir viele Unterstützer hatten und aber keine Plattform, wo wir das alles drüber organisieren konnten. Die Vereinsgründung kam mehr oder weniger gezwungenermaßen. Ja. Er hat gesagt, was er auf keinen Fall machen will, ist einen Verein gründen. Und 2 Monate später haben wir dann den Verein gegründet.
Black Forest Wave, ein Verein, der uns die notwendige Professionalität, die Plattform bietet, mit der wir auch wiederum gegenüber Behörden, Firmen, gerade wenn es um Kooperation geht, einfach anders dastehen wie eine Gruppe freihüpfender Hühner. Ja. Black Forest Wave steht für Wassersport in der Umgebung. Dieses Projekt ist einfach eine Möglichkeit, Pforzheim als Stadt attraktiver zu machen. Ja, auch so historisch, früher sind hier die Flößer auf den Baumstämmen runtergesurft und jetzt in einem halben Jahr machen wir es in der Enz oder in einem Jahr. Und ich denke, das ist einfach auch aus der Historie raus, ist verpflichtet. Um einfach die Flüsse mehr in das alltägliche Leben einzubinden. Das heißt, wir wollen die Flüsse wieder erlebbar machen, weil wir haben hier in Pforzheim 3 coole Flüsse und es wird einfach nicht genutzt. Wir haben ca. 15 aktive Mitglieder. Die sind auch richtig fleißig mit dabei, machen viel so in ihrem Alltag, sind auch immer bei den Vereinsversammlungen dabei. Jeder hat seine eigenen Aufgaben. Also neben Team Kneipe haben wir dann noch Team Technik, Team Marketing, alles Dinge, die man halt auch berücksichtigen muss. Und wir haben ein Ökologie- und ein Recht-Team, die meistens Recht haben. Hier sitzen die ganzen Leute. Bestehen, aber du kannst jetzt dann zum Beispiel für einen Anfänger eine flache Welle erzeugen oder für jemanden, der fortgeschritten ist, eine steilere. Also ich habe noch nie so viel Spaß gehabt, in so einem Team zu arbeiten. Das ist das, was uns, glaube ich, alle zusammenhält, was es ermöglicht, freitags abends bis um 12 Uhr in einem Besprechungsraum Zeit zu verbringen. Das sind die Leute. Also gehen wir los? Hey, gehen wir jetzt los oder was? Wir gehen los! An Veranstaltungen haben wir eine ganze Reihe schon geplant. Also das ist Dann können wir hier so kleine kurze Lines machen. 5 Meter, 5 Meter und das ist das, was der Fabi vorgeschlagen hat. schon eine gute Idee. Und unser großes erstes Event, was komplett wir auch vom Verein veranstalten, ist jetzt am 17.06. in Pforzheim am Weißenhausplatz. Und zwar kann man dort sich ausprobieren und mal mit dem SUP über die Enz fahren oder über die Waterline laufen und ja einfach mal schauen, wie kann die Enz eigentlich so im Stadtleben integriert werden. Ja, was haben wir noch gemacht? Im Prinzip viele gemeinsame Abende im Pub verbracht. Ja, gehört auch zur Vereinsaktivität. Nachdem wir den Verein gegründet hatten, haben wir festgestellt, okay, wir brauchen irgendwie technischen Support. Nur in der Freizeit wieder eine wissenschaftliche Untersuchung zu machen, die viel mehr ins Detail geht. Wie entsteht eigentlich eine Welle? Wie kann ich eine Welle simulieren? Hätten wir gar nicht machen können. Wir haben an der Uni Stuttgart und Karlsruhe jeweils eine Ausschreibung für eine Bachelor- und eine Master-Thesis gemacht. Der Tobi an der Uni Stuttgart hat ja die numerische Strömungssimulation gestartet. Das heißt, er hat mit Open Foam Software begonnen, eine bereits vorhandene Welle zu simulieren, was relativ aufwendig war, da man da sehr hohe Rechenleistung braucht. Und im Gegenzug hat dann der Marcel am KIT im Strömungskanal auch Versuche gemacht, aber im realen Modell. Ja, dann haben wir uns zusammen mit dem Institut in Stuttgart für die Geometrie der Almwelle entschieden, um die nachzubauen. Und da ging es einfach darum, mein Modell zu validieren. Ich habe meine Bachelorarbeit zu dem Thema wasserbauliche Untersuchungen zur Entstehung einer surfbaren Welle geschrieben, hier am Institut für Wasser- und Gewässerentwicklung. Und dabei habe ich die physikalischen Parameter untersucht, die zur Entstehung einer stehenden Welle beitragen und deren Surfbarkeit. Und das Interessante ist eben, dass im klassischen Wasserbau eine stehende Welle eher vermieden wird. Und ich habe dann ein Modell im Maßstab 1:6 hier in der Kipprinne aufgebaut und habe die einzelnen physikalischen Parameter ermittelt, die zur Surfbarkeit beitragen. Und dann konnten wir diese zwei Arbeiten miteinander vergleichen
und haben so einmal für uns einen Mehrwert, dass wir sagen, wir können eine Welle entstehen lassen mit der und der Geometrie. Also wir haben eine konkrete Geometrie zur Auswahl. Und die 2 Unis haben eben den Mehrwert, dass sie sagen können, wir wissen jetzt, wie nah unsere Simulation an die Realität kommt. Und das war so der Hintergrund von den 2 Arbeiten. In Pforzheim haben wir bisher das Glück, dass wir die ganzen bürokratischen Hürden, die eigentlich zu erwarten wären bei so einem Projekt, relativ gut schon umschiffen konnten. Wir haben durch unsere Vorgehensweise, dass wir vor allem alle abholen. Das heißt, jeder, der irgendwie was mit dem Fluss zu tun hat oder der vielleicht was mit dem Stadtbild zu tun hat, dass wir mit jedem schon eigentlich im Gespräch sind oder waren. Wir sind da immer auf ein offenes Ohr gestoßen, haben da sehr viel Unterstützung bekommen, sei es jetzt technischer Art oder auch organisatorischer Art. Durch das, dass sich die Menschen eben integriert fühlen in ihr Projekt oder in ihr Verantwortungsgebiet, macht es das sehr leicht, dass man gemeinsam das Projekt voranbringt. Ja, man fragt sich ja immer, wie entsteht so eine Welle, und die entsteht ja ganz anders wie im Meer. Und wir verwenden eben ein physikalisches Prinzip, und zwar beschleunigen wir das Wasser in einen überkritischen Fließzustand, in den schießenden Zustand, und danach wird dieser Zustand wieder abgebremst, indem man auf langsam fließendes Wasser trifft, und dadurch muss irgendwo diese kinetische Energie von dem schnell fließenden auf das langsam fließende Wasser umgesetzt werden, und das geschieht eben durch so einen Höhensprung, und dadurch entsteht dann unsere Welle, auf der wir nachher surfen. Und die Idee ist, dass wir einen Schlauch haben, den legen wir in den Fluss rein und wir befüllen den jetzt mit Ventilen Stück für Stück mit Wasser. Das heißt, der wird sich jetzt schön tropfenförmig aufstellen, und je mehr Druck ich reingebe, desto steiler wird der Schlauch. Die Idee ist dafür, den als sogenanntes Rückwehr oder als Unterwasserwehr zu nutzen. Das ist das Wehr nach der Welle, ungefähr 3-4 Meter nach der Welle, mit dem ich einstelle, wie viel Wasser strömt oder wie viel Wasser halte ich gegen meine Welle. Die Idee hinter dem Schlauchwehr war einfach die, dass wir sagen, wir müssen das Unterwasser einstellen, und das wird über dieses Schlauchwehr gemacht. Und das Unterwasser muss flexibel einstellbar sein. Und so ein Schlauchwehr hat einfach diesen Vorteil, dass ich zum einen, je nachdem wie viel Druck ich eben reinmache, mehr oder weniger Rückstau erzeuge. Und zum anderen habe ich den Vorteil, dass das Schlauchwehr, wie der Name schon sagt, aus einem flexiblen Gummischlauch besteht und ich damit auch ein geringeres Verletzungsrisiko habe, wenn ich drauf falle. Es gibt jetzt Termine, wo wir Ausdauer machen. Genau, so 2 Samstage sind es im November, der 11. und 18. Also wenn ihr einen von den 2 Zeit habt und irgendwie gerne was mit einer Kreissäge macht oder mit einem Akkuschrauber, dann wäre es mega cool, wenn ihr euch da einbringt. Der Grund, warum wir am KIT nochmal in größerem Maßstab Versuche gemacht haben, war einfach der, dass wir die Ergebnisse aus meiner Bachelorarbeit in einem anderen Maßstab nochmal überprüfen wollten. Wir müssen jetzt den ganzen Holzaufbau, so wie hier drin ist, quasi zusägen, montieren und dann einbauen im Kanal. Wir haben die Wand zur Verengung des Kanals, weil wir ja hier die maximale Förderleistung von 400 Liter pro Sekunde haben. Um das quasi im Maßstab nachher hinzubekommen, dass man eine einigermaßen gute Welle hinbekommt, müssen wir quasi den Kanal verengen, dass wir mehr Wasser pro Breitenmeter haben. Und ich würde sagen, legen wir los. So don't release
cause it different. Just what we facing. Poor rats police naked. Stop right there. It all could start right here. Don't know what I'm waiting for. And it's self-doubt gonna make you powerless. That boy watching TV all day. You hate yourself again, I say, man. Just try to come back from the dead. The feeling that it all starts right here. I got the feeling. Im Fall jetzt von dieser stehenden Welle sind wir so vorgegangen, dass wir zuerst mal geschaut haben, gibt es in der Literatur Ansätze dazu. Wir haben festgestellt, dadurch, dass es ein wasserbauliches Phänomen ist, was man eigentlich nicht herbeiführt, dass es ganz wenig gibt. Das heißt, wir haben keine Bemessungsgrundlage, die wir nehmen können, um jetzt die Form der Welle, die ja für die Surfbarkeit ganz wichtig ist, vorher zu berechnen. Und deswegen haben wir eben diese anerkannte Methode hier im Flussbaulaboratorium genutzt, dass wir das Ganze verkleinert nachgebildet haben. Okay, go. Start den Motor. Im Speziellen mussten wir eben schauen, wie die Formgebung der Welle aussieht, wie sie sich darstellt. Und das hängt eben sehr stark von der Geometrie ab, also vom Unterwasserstand, aber auch von den seitlichen Berandungen, von der Form des Wehrkörpers. Es sind ganz viele Faktoren, die da reinspielen. Und für die Surfbarkeit ist es natürlich ganz wichtig, wie die Welle aussieht, wie steil ist sie, wann bricht sie. Und diese ganzen Faktoren haben wir hier im Modell untersucht. Und auch dahingehend optimiert, dass man die Welle eben an mehreren Tagen nutzen kann, dass wir auf unterschiedliche Randbedingungen, unterschiedliche Abflüsse dann im realen System eingehen können und dann eben bewerten, ist die surfbar in der Form und wie kann ich vielleicht auch die Formgebung oder die Eigenschaft dieser Welle auch verändern. Wir haben dann die Erkenntnisse gewonnen, dass wir einen sehr, sehr großen Einfluss auf die Welle haben durch eine wesentliche Funktion, und zwar ist es die Steuerung des Unterwassers. Wir haben festgestellt, oben kann man viel regeln und machen und tun und das beeinflusst natürlich auch die Welle, aber am einfachsten und am schnellsten zu reagieren auf Wassermengenunterschiede kann man eigentlich durchs Unterwasser arbeiten. Und wir konnten als Ergebnis aus dem Ganzen auch mit rausnehmen, dass unsere generelle Konstruktion, unsere Idee, die wir hatten, dass die funktioniert und sind damit natürlich gestärkt dann auch da rausgegangen. Also ich denke, die Idee hinter der Strategie unserer Öffentlichkeitsarbeit war wirklich technisch und rechtlich so fundiertes Wissen erstmal an uns anzuarbeiten, dass wir dann auf Rückfragen entsprechend auch antworten können, wenn wir an die Öffentlichkeit gehen. Und dann auch einfach auf der einen Seite den Leuten nicht zu viel Hoffnung machen vor dem Risiko, dass es einfach eventuell doch nicht klappt. Und auf der anderen Seite auch Leute nicht vor den Kopf zu stoßen, die eben auch Interessen haben, die mit Gewässern zusammenhängen. Und das hat im KIT zum Beispiel auch gut funktioniert. Nachdem wir fertig waren, haben wir dort eine öffentliche Veranstaltung gemacht, den Tag der offenen Welle haben wir es genannt, wo wir dann quasi auch die Öffentlichkeit eingeladen haben, um unsere Ergebnisse zu präsentieren. Wir haben die Geometrie aus Bretterkonstruktion und aus flexiblen Elementen so geschaffen, dass wir jetzt eine stehende Welle so haben, wie sie später auch im Fluss realisiert werden kann. Los geht's, Wassermarsch! Dort haben wir gezeigt, wie der Versuch aufgebaut ist, damit auch die Leute mal die kleine stehende Welle schon mal sehen können. Die Resonanz war riesig, hat uns richtig gefreut. Und ja, es war einfach super cool zu sehen, dass alle Unterstützer kamen, dass wirklich sehr, sehr viele Beteiligte aus der Stadt da waren, Interesse gezeigt haben.
Und ja, war natürlich auch wichtig zu zeigen, welchem Enthusiasmus wir auch dabei sind. Und ich glaube, das hat dann letztendlich auch viel dazu beigetragen, dass wir so viel Unterstützung politisch auch bekommen haben bei der Stadt. Ich habe mich sehr gefreut über die Einladung heute hier. Ich finde, das ist ein ganz toller Verein und eine ganz tolle Idee, für Pforzheim eine Welle zu schaffen, um zu surfen. Ich werde es im Rahmen meiner Möglichkeiten unterstützen. Ich finde es klasse, wie die Gruppe so lebt da und das Ganze hier am KIT auch entwickelt hat. Der Verein ist ja gleich am Anfang eigentlich auf uns zugekommen. Wir haben uns dann auch vor Ort getroffen und die wollten einfach die technischen Realisierbarkeiten praktisch abwägen und das mit dem, der den Fluss bewirtschaftet, durch die Kraftwerke mal durchdiskutieren. Wir waren vor Ort, haben uns die ganzen Standorte mal angeguckt und ich betreue jetzt dieses Projekt indirekt schon seitens der Stadtwerke etwa seit 4 Jahren. Ich finde es super, dass das jetzt hier so weit gediehen ist, was man hier sieht. Und seitens der Stadtwerke oder Stadt natürlich, Regierungspräsidium, Fischerclub, da machen viele mit, denke ich und hoffe ich, dass da genügend Unterstützung kommt. Es entsteht gerade in Deutschland eine Szene, wo immer mehr junge Leute sich Gedanken machen, wie kann man Flusssurfen in seiner Stadt umsetzen. 3 bis 8 Meter Breite und 1 Meter Höhe sind geplant. Zurzeit prüft der Verein verschiedene Standorte, zum Beispiel in der Pforzheimer Enz. Vielleicht wird die Goldstadt ja dann in Zukunft der Hotspot für alle, die auf dem Surfbrett die perfekte Welle erwischen wollen. Denn trotz vorhandener Gewässer ist Wassersport vor der eigenen Haustür nie möglich gewesen. Das soll sich jetzt ändern. Die Suche des geeigneten Standorts war ja im Endeffekt die Studienarbeit von Clemens und Steffen, aus der sich dann auch die Idee und der Verein ergeben hat und sind dann als erstes auf eine Stelle im Enzauenpark gekommen. Für uns eigentlich optimal gelegen, weil das schon so ein Naherholungsgebiet ist, aber etwas außerhalb der Stadt. Der Enzauenpark wurde nicht gewählt, weil wir dort einen relativ großen Eingriff machen müssten in das Flussbett. Wir haben da eine Breite von knapp 23 Metern, wenn ich es richtig im Kopf habe, und müssten eben sehr stark verengen. Und das beißt sich ein bisschen mit dem ganzen Thema der Renaturierung, was die Stadt Pforzheim ja schon seit Jahren vorantreibt, dass die Flussufer wieder in den ursprünglichen Zustand zurückgebracht werden. Und ja, daher ist es einfach rausgefallen. Ja, nachdem sich dann herausgestellt hat, dass das einfach schwierig ist mit dem Standort im Enzauenpark, waren wir erstmal ziemlich geknickt auch und wussten nicht so genau, wie es jetzt weitergeht, weil unser ganzes Konzept, wo wir entwickelt hatten, hat ja irgendwie auf diese Stelle aufgebaut. Wir sind allerdings dann recht spät witzigerweise auf einen ganz, ganz alten Standort wieder zurückgekommen. Den hatten wir ganz als allererstes dann auch untersucht. Und zwar ist es halt ein Industriekanal. Uns waren dort aber falsche Wassermengen bekannt oder fehlerhafte Wassermengen, sodass wir von vornherein ausgeschlossen haben, weil wir gesagt haben, da haben wir eigentlich viel zu wenig Wasser. Durch ein Gespräch mit dem Verantwortlichen bei den Stadtwerken haben wir dann durch Zufall in einem Nebenersatz erfahren, dass da doch viel mehr Wasser durchgeht. Dann sind bei uns alle Alarmglocken angegangen und wir haben sofort das ganze Team auf den Kanal losgeschickt. Dadurch, dass sich zu der Zeit weiter unten im Messelgraben eine Baustelle befunden hat, war es eigentlich sehr gut, einfach in dem Moment den Bereich zu begehen. Wir konnten mal grobe Vermessungen vornehmen und daraufhin einfach mal schon mal ein Modell anfertigen des ganzen Metzelgrabens im CAD, um einfach ein Gefühl dafür zu bekommen, wie das Ganze dimensioniert sein muss, welche Aufgaben und Herausforderungen auf uns warten. Die Vorteile des Metzelgrabens liegen darin, dass wir eine Rechteckstruktur haben. Das heißt, wir können die Berechnungen leichter durchführen, die Wassermengen leichter ermitteln, die Durchflussmengen, die Strömungsgeschwindigkeiten. Wir haben für den Aufbau der Welle eine deutlich bessere Grundsubstanz, weil wir nicht irgendwelche Unebenheiten auf dem Boden ausgleichen müssen, sondern eben diese Rechteckform uns da ein Stück weit zu Hilfe kommt. Das haben wir als Standort 1, als allererste Nummer 1 sozusagen sogar untersucht, haben festgestellt, okay, zu wenig Wasser, haben alles aufgenommen, weiter geht's. Uns war bekannt, dass da ein paar Kubik durchfließen, da hätten wir gar nichts machen können. Da fließen sage und schreibe 7 Kubik durch im oberen Durchschnitt. 7 Kubik, das ist also bei einer 6 Meter Welle mehr als doppelt so viel Wasser pro Breitenmeter, wie wir es jetzt im KIT benutzt haben. Und
wir kommen damit wirklich in eine Welle ran, die ziemlich fett wird. Außerdem haben wir Metzelgraben den Vorteil, dass wir einen Kanal haben, der schon industriell genutzt wird. Das heißt, wir haben keine riesigen Auflagen, was den Umweltschutz angeht, und wir zerstören auch keine natürlichen Lebensräume im natürlichen Flussbett. Und das ist uns auch immer ein Anliegen gewesen, dass wir den Eingriff und den Einfluss auf die Umwelt so gering wie möglich halten möchten. Und das ist im Metzelgraben die beste Stelle im Pforzheim, wo man sich da vorstellen kann. Und hinzu kommt, dass wir eine super Infrastruktur haben, auf der einen Seite durch das Kupferdächle, was uns Gastronomie betrieblich unterstützen kann. Und auf der anderen Seite haben wir den Stadtgarten als Naherholungsgebiet, wo die Leute sich nach dem Surfen aufhalten können, von wo aus sie zuschauen können beim Surfen. Also dass wir wirklich hier mitten in Pforzheim einen attraktiven Punkt für Surfer, aber auch einfach für andere Gäste bilden. Wir setzen aber auch trotzdem nochmal rechts und links einen Holzkanal ein. Wir verengen sozusagen, das sind aktuell 7,50 Meter. Wir verengen dann von dem Bereich, also von dieser Steinmauer, die ist auch ein bisschen gewellt zum Teil, das sieht man, hier sind unterschiedliche Abstände, gleichmäßig auf 6 Meter. Und dann beginnt es zu schießen und in dem Bereich beruhigen wir es nochmal und jetzt kommt eben dieser typische Wechselsprung, also der Absatz, und dann entsteht unsere Welle. Wir bauen da gerade echt ein Ding auf, ja, allgemeinsam, und das macht echt Bock. Nachdem wir dann mal die erste Vermessung gemacht hatten von der Stelle und von dem Kanal, haben wir uns dann recht schnell auch mit dem Team Technik getroffen, um das Konzept auszuarbeiten. Und dort wurde dann unter anderem die erste Konstruktion gemacht. Das heißt, wir haben am CAD das ganze Konzept mal geplant und parallel ist auch das Betriebskonzept mitentwickelt worden. Dass es keine 1,30 sind, dass es vielleicht 1 Meter ist, wenn überhaupt. Und ich glaube, dass die Sohle versetzt ist. Ach, dass die Sohle versetzt ist. Dass du nämlich hier nur vielleicht 1 Meter Wasser hast und keine 1,30. Und dann hast du nämlich eine ganz andere Eingangsgröße. Wenn du das Konzept vorstellst bei den Baulasträgern und bei den Leuten, die nachher quasi das auch umsetzen können, dann muss es schon so stichhaltig sein, dass du nicht zu dem Punkt kommst, in deiner Argumentation nicht zu dem Punkt kommst, wo es dann heißt, funktioniert es denn überhaupt? Und du sagst, wahrscheinlich schon, sondern du musst was liefern, was im Endeffekt so wie es ist funktioniert, aber Verbesserungspotenzial darf da sein. Genau. Aber es muss als Grundeinstellung eigentlich schon gut funktionieren. In diesem ganzen Paket sind wir dann zur Stadt Pforzheim gegangen und haben auch direkt einen Termin bekommen mit allen Beteiligten eigentlich, die es von der städtischen Seite aus betrifft, wo auch unter anderem die Frau Schüssel dabei war, das Bauamt, Denkmalschutz, Feuerwehr war dabei. Also wirklich die wichtigen Personen, die man in der Stadt für solche Projekte auch mit im Boot haben muss. Im Rathaus während dem Meeting sind wir mit vielen Fragen auch konfrontiert worden, wie wir uns das Ganze vorstellen, wie das umgesetzt wird, wer es finanziert, die ganzen Themen, die natürlich sofort in den Sinn kommen. Aber dadurch, dass wir sehr gut vorbereitet waren und auch ein Konzept hatten für all diese Fragen, konnten wir eigentlich alles beantworten und es ist sehr gut aufgefasst worden. Wir wollen ein Event machen über einen definierten Zeitraum. Wir müssen mal 2- bis 4-wöchige Veranstaltungen überlegen. Und in dem Zeitraum betreuen wir das Surfen. Das heißt, es ist immer jemand von uns da, die Sicherheit ist gewährleistet. Wir haben die LAG dann vor Ort und führen das Ganze. Wir dachten, das wird sehr technisch eigentlich alles. Zum Schluss ging es dann eher um so Sicherheits-, Organisationsfragen. Wie haben wir uns das mit den Anwohnern, mit den Parkplätzen vorgestellt? Das war dann zum Lauf des Gesprächs eigentlich dann im Mittelpunkt, hatten dann aber natürlich auch gleich wieder die Feuerwehr mit im Boot und das Ordnungsamt und haben dann gleich wieder die richtigen Leute dabei gehabt. Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg, aber es gibt noch einiges zu klären. Und wir haben das heute gerne aufgenommen, auch die Amtsleitungen entsprechend, die Vertreter der Ämter waren ja da. Und ich glaube, das war ein ganz wichtiger Termin, wo man viele Fragen auch klären konnte. Ein paar Sachen müssen wir intern klären. Ein paar Sachen gibt es in der Verknüpfung, was jetzt auch die Rechtssicherheit, die Haftungsfrage und Sponsoring betrifft. Und ein paar Dinge sind einfach jetzt noch ingenieursmäßig auch von Seiten von Black Forest Wave natürlich dann zu machen. Seit 2018 haben wir auch mehrere Flussputzaktionen, wo wir den Fischereiverein unterstützt haben bei der jährlichen Reinigung der Flussufer. Neben der ganzen Weiterentwicklung des Konzepts hat der Verein auch seine Aktivitäten rund um das Thema Wasser und Wassersport in Pforzheim weiter vorangetrieben. Unter anderem haben wir das Event, das Jahr davor sehr gut aufgenommen wurde, auf zu den Ufern nochmal ausgerichtet am Weißenhausplatz. And you learned to love me, and you learned
Es war auch gut besucht, es war sehr heiß, aber super schön. Es waren wieder neue Gesichter da. Wir haben super viele neue Mitglieder bekommen, die jetzt auch wieder aktiv sind bei uns im Verein. Ja, wir hatten ja dann unser Konzept in der Stadt schon vorgestellt und das soweit auf Akzeptanz gestoßen. Und das mussten wir halt jetzt so aufbereiten, dass wir eine Genehmigung dafür bekommen. Und da ging es im Team Technik konkret darum, dass wir unsere ganzen Ideen, die wir gesammelt haben und unsere grobe Planung wirklich in Baupläne ummünzen können. In dem Bereich wird das Wasser aufgemacht, fließt hier los und wir müssen es verengen. Und für diese Verengung, also für diesen grauen Einbau und für die Seitenwand, genauso wie für den Einbau dieser Einzelelemente, also das wird später so sein, dass wir solche Elemente haben, das ist genau die Geometrie, wie wir sie in Karlsruhe hatten am Kanal, dann wird die Welle in dem unteren Bereich entstehen. Brauchen wir halt an verschiedenen Stellen Verankerungsmöglichkeiten, dass das hier nicht vom Wasser weggeschwemmt wird. Dadurch sind wir jetzt gerade in Kontakt mit Bauunternehmen, die mit uns gemeinsam ein Fundament umsetzen, weil der Boden komplett brüchig ist. Also wir haben da drin Stein. Das heißt, wir werden ein Fundament planen in den nächsten 3 Wochen. Deswegen ist gerade sehr viel zu tun in Teamtechnik und wir brauchen auch nochmal. Hier sieht man wieder im Querschnitt diese einzelnen Fundamente. Ja, sieht man hier auch. Und diese Rampe sitzt eben dann später hier drüber. Ist jedes Rampenelement, das ist ein Element, das ist ein Element, das und das und das. Ja, die Aufteilung ist noch nicht ganz durchdefiniert. Und rechts und links vom Kanal werden wir, wie auf dem Photoshop-Bild, was inzwischen ja jeder kennt, verengen mit so einer Holzberandung. Und jedes Element kann händisch eingesetzt werden und im besten Fall sogar bei niedrigem Wasserstand, sprich die Fische können immer noch schwimmen und wir müssen nicht wieder alles trockenlegen und so weiter, ins Wasser greifen, die Schrauben festziehen. Der Trick an dem modularen System war einfach, dass wir dadurch in der Lage sind, den Verantwortlichen bei der Stadt, den Behörden, ein Konzept zu präsentieren, bei dem wir in super kurzer Zeit die Welle ein- und ausbauen können. Dadurch fallen gewisse Auflagen weg. Und durch die Fähigkeit, die Welle auszubauen, haben wir eigentlich im Endeffekt die Leute schneller für uns gewinnen können. Weil einfach, ja, ich würde sagen, weil die Leute dann nicht so abgeneigt sind von vornherein. Wir verbauen den Fluss nicht, sondern wir haben die Möglichkeit, wenn jemand was dagegen hat, zu sagen, okay, hört zu, wir bauen ihn in 2 Wochen aus und stellen das wieder so, die Fließverhältnisse wieder so her, wie es davor war. Wir haben dann schnell gemerkt, dass Genehmigungen ein ganz eigener Bereich ist, haben im Verein eine Person entsprechend definiert, die sich dem Thema Genehmigung gewidmet hat. Um die Welle einzubauen, brauchen wir halt auch ein Betriebskonzept und da wir das zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht haben, haben wir jetzt erstmal nur das Fundament beantragt. Aber jetzt würde ich sagen, wir warten jetzt nächste Woche ab. Wenn wir nächsten Dienstag die Genehmigung trotzdem kriegen, dann war es viel Aufsehen um nichts. Informationen, aktueller Stand, kosten 10.000 € für den mobilen Einbau der Rampe. Kosten 30.000 € für das Fundament, Einbau der Holzrampe im Frühjahr 2019 geplant, also so Überblick. Also wir hatten so die Idee, dass der Goldsponsor quasi sagt, es wird riesig kommuniziert, dass der ermöglicht, dass das Fundament und die Rampe, dass das ganze Ding dasteht und die Welle läuft. Wir haben gesagt, wir möchten nicht zur Stadt gehen, wir möchten den Institutionen, die es hier in der Stadt gibt, keine Konkurrenz sein. Die Gelder sollen da belassen werden, wo sie bisher waren. Wenn wir Stadt einbezogen haben, dann immer in Bezug auf Genehmigungen etc. Das heißt, unsere Strategie war es, Sponsoren und Partner zu finden. Und am Anfang ist es natürlich immer ein bisschen schwieriger, aber wir hatten wirklich das Riesenglück, dass wir Admedes und Gerau als Hauptsponsor gewinnen konnten und ab dann, kann man sagen, lief es wie von alleine.
neben den Sponsoren haben wir auch ganz viele Partner, die uns unterstützen mit ihrem Know-how, mit Gerätschaften, wie zum Beispiel beim Fundamentbau, rücken die mit den Baggern an. Also hier kriegen wir extrem viel Unterstützung, die wir uns sonst als Verein so mit unserem Budget gar nicht leisten könnten. Also das erste Betriebskonzept war darauf ausgelegt, dass wir einen 2- bis 3-wöchigen Surfzeitraum anbieten mit Eventcharakter, also mit Bewirtung, mit Bands, also sozusagen auf zu neuen Ufern im Großformat mit Surfbetrieb dann und dass wir dafür die Holzkonstruktion einbauen, sie danach wieder ausbauen, alles ist wie davor und dass wir danach erst darüber sprechen, wie geht es langfristig weiter. Oder weißt du, wie das ist mit einem Spielplatz oder einem Skatepark? Gibt es da quasi auch jemand, der haftet oder gibt es da auch Formen, wo man irgendwas machen kann, dass die Teilnehmer auf eigene Gefahr? Ja, ich habe das angesprochen beim Rechtsamt. Wir müssen uns hochversichern, haben sie gemeint, bisschen um die Zähne auf jeden Fall, das ist ein großes Ding. Zum Beispiel die Versicherung hat das Gutachten vom DLRG gebraucht und nachdem wir dann das DLRG-Gutachten hatten, haben wir dann gemerkt, ja, wir müssen dann wieder noch den TÜV mit einbeziehen und so kommt dann das eine zum anderen und so baut sich dann das Event langsam auf dem Papier. Ja, als wir mit der Initiative begonnen haben, haben wir noch gar nicht begriffen, wie umfassend das ganze Projekt ist. Und ja, wir sind ja alle zum Spaß hier irgendwo und ehrenamtlich, aber ja, das ganze Projekt bringt auch super viel Arbeit mit sich. Also es ist Folgendes, ich habe die letzten 5-6 Wochen fast jeden Tag bis nachts um 12 gearbeitet an der ganzen Geschichte und ich packe das halt nicht auf Dauer. Und wir müssen jetzt eben eine Lösung finden, wie wir noch ein bisschen mehr Aufgaben verteilen. Wie soll ich beschreiben, wie viel Arbeit so ein Projekt mit sich bringt? Das kann man nicht beschreiben. Entweder man brennt dafür für die Sache oder man lässt es, dann funktioniert es erst gar nicht. Wenn man dafür brennt, dann ist man in der Lage, auch mal nachts durchzuarbeiten und für den nächsten Tag, für eine Besprechung oder für einen Termin mit der Stadt alles parat zu haben. Das zeichnet dann halt an der Stelle ehrenamtliches Engagement aus und vor allem, wenn man auch ein junges Team ist, dann ist man ja noch dynamisch. Es ist ein Lebensprojekt, wo man reinarbeitet und ich weiß nicht, ob ich so schnell in einer anderen Stadt nochmal so ein Projekt anfangen würde. Ja. Das sitzt schon da drauf. Hier mal 1,50 Meter für die Deswegen Elementlänge. Ja, genau. Das sind wir 57, also noch 5 Meter ist das. Wir haben dann recht schnell auch ein Ingenieurbüro gefunden, das ist die Ingenieurgruppe Bauen in Karlsruhe, die uns dann vom ersten Moment an tatkräftig unterstützt hat, da der Geschäftsführer selbst aus Pforzheim kommt und gesagt hat, hey Jungs, finde ich gut, ich unterstütze. Dann sind wir letztendlich mit diesem Ingenieurbüro zusammengesessen, haben eine technische Lösung ausgearbeitet, wie man sowohl ein statisches Fundament haben kann, ohne dass aber die Strömungseigenschaften beeinflusst werden, sowohl aber auch einen mobilen Einbau, den man rein und rausnehmen kann, um die Welle zu erzeugen und alles wieder so zu verlassen wie vorher. Man sollte dann über die Länge, das sind ja jetzt 20 Meter das Bauwerk. Ein Fundament für die Welle war notwendig, weil wir sonst keine Möglichkeit haben, die Konstruktion irgendwie in diesem Kanal zu verankern. Wir haben diverse Kräfte, die wirken in alle Richtungen und diese Kräfte gilt es eben abzufangen. Haben uns lange überlegt, was wir machen. Wir hätten den gesamten Kanal aufgraben können und da eine massive Platte reinlegen können. Allerdings war es zum einen am Anfang noch eine Kostenfrage und zum anderen natürlich auch, wie viel Aufwand will ich betreiben, wie flexibel möchte ich sein. Und aus dem Grund haben wir uns für ein Streifenfundament entschieden. Nach statischen Berechnungen reicht es vollkommen aus. Und wir sind damit flexibler und haben eben auch baulich einen deutlich geringeren Aufwand. Das heißt, wir haben abends Abendsonne und hier kommen auch die Baggerfahrzeuge durch. Und Insgesamt kann man sagen, mussten 4 Genehmigungen eingeholt werden. Zweimal eine wasserrechtliche Erlaubnis zum Bau, einmal zum Bau des Betonfundaments und einmal zum Einbau der Holzkonstruktion. Dann wurde ein Nutzungsvertrag mit den Stadtwerken geschlossen, damit wir den Metzelgraben überhaupt nutzen dürfen.
Und das vierte ist, dass eben auf Grundlage unseres Betriebskonzepts dann auch wirklich der Surfbetrieb genehmigt wurde. Wir sind bei den Stadtwerken jetzt fertig. Hier im Hintergrund. Julian dabei, Clemens dabei und wir haben gute Nachrichten und die sind... Welle läuft. Welle läuft, genehmigt ist es, Vertrag unterschrieben. Es geht los, Leute. Alle finden es super. Nach der Bekanntmachung, dass die Welle laufen wird und dass sie genehmigt wird auch, dann ging es völlig durch die Decke. Dann bekamen wir täglich Glückwünsche von allen Seiten. Die Presse hat es berichtet. Also das war echt super schön zu sehen. Und dann ging tatsächlich auch alles Schlag auf Schlag. Also ich glaube, der Herbst 2018, da war der komplette Verein, alle, die sich ehrenamtlich engagiert haben, waren da, glaube ich, wirklich so richtig am Limit. Und den Damm oberhalb, den muss ich mit dem Binkhorn heute noch telefonieren, wie wir das machen. Dann ging alles ganz schnell, weil wir hatten so ein bisschen auch natürlich das Wetter im Blick. Okay, es ist noch warm, es schneit noch nicht, es gefriert noch nicht. Eigentlich könnte man es jetzt noch durchziehen. Und nachdem die Behörden auch relativ schnell dann mitgespielt haben und auch der Bauunternehmer dann flexibel genug war, haben wir dann letztendlich sofort begonnen. Alter Verwalter, das ist geil. Zur Bauvorbereitung. Wir haben uns viel Gedanken gemacht im Vorfeld, aber schlussendlich hat uns dann die raue Realität zurückgeholt. Wir mussten den gesamten Kanal trockenlegen in dem Bereich, wo das Fundament reinkommt. Das hat für uns bedeutet, die Wehrklappen schließen. Also wir haben davor eine Wehrklappe, die kann man zumachen. Haben wir zugemacht und trotzdem standen 60 cm Wasser im Kanal. Dann haben wir in so einer Art Nacht- und Nebelaktion eigentlich rechts und links des eigentlichen Abschnitts, den wir bebauen möchten, komplett Sandsäcke, also große Big Packs gefüllt mit Sand, Erdmaterial eingebracht, mit Folie ummantelt, um irgendwie dieses Wasser rauszuhalten und mussten dann entsprechend das Wasser, was in den Zwischenraum fließt, zwischen Wehr und Sandsäcke, wieder außen rum pumpen in den Kanal und haben, ich weiß nicht wie viele Stunden, Abende, Tage da in diesem Kanal verbracht, weil die Pumpen, die wir hatten, waren zu klein. Wir haben das THW angefragt, die Feuerwehr, wir hatten da wirklich Highlife. Oh Mann, ey. Aber ist schon ein bisschen jetzt ärgerlich, ey. Ein bisschen nüchtern, ja. 12 Stunden geschafft jetzt dann. Ich finde, die Dame schön war. Jetzt haben wir genau. Die Dame ist beide schön war. Aber die Manpower hier gehabt und geschafft wie die Irre und letztendlich jetzt gleich, wenn man reinguckt, schon voll klar, aber mit die heute Morgen geht's aus. Das ist an dem Punkt, wo wir um 12 waren eigentlich, ja. Würstchenzeit! Das Würstchenzeit, boah. Komm, Leute, eigentlich Wurst. Seit Samstag laufen die Bauarbeiten oder die Vorbereitungen dafür und gerade setzen wir Sandsackbarrieren, um dann die Wasserhaltung einzurichten und die Baugrube trocken zu bekommen. Und dann kommt irgendwann der Bauunternehmer, es wird ein Fundament gegossen und darauf kommt dann unsere Konstruktion, die dann die Welle entstehen lässt. Spatenstich!
mit unserem externen Erdbauer. Hat dann alles ganz gut funktioniert. Also das Fundament, der Bau des Fundaments lief super durch. Oder besser als erwartet, sagen wir so. Wir hatten klar kleinere Wassereinbrüche. Ab und zu musste man am Damm ein paar Stellen ausbessern, ausflicken. Wir mussten die Pumpen ab und zu mal an andere Stellen legen, damit sie auch die tiefen Bereiche entwässern können. Ja, aber sonst lief es eigentlich ganz gut und wir waren vor der Zeit fertig. Also der Spatenstich im Dezember 2018, ich glaube, das war so dieser Moment, wo endlich mal was im Kanal war, wo man das Gefühl hat, okay, da entsteht jetzt wirklich was. Es ist nicht mehr nur Vision und ja, es ist machbar, sondern da war wirklich ganz konkret was im Kanal. Und ich glaube, der Moment war für den ganzen Verein ziemlich bedeutsam. Der Tag an sich war auch wirklich super. Es war ein tolles Event. Wir haben zum Spatenstich die Stadt eingeladen, unsere Sponsoren, die Partner, die wir haben, die Presse, die sich die ganze Zeit für uns interessiert haben, aber auch alle Mitglieder, die uns bis dahin unterstützt haben. Hallo, liebes Black Forest Wave Team. Und mit Team meine ich alle hier im Raum. Ja? Weil nur wir gemeinsam holen die Welle nach Pforzheim. Ja? Nicht der Verein, nicht wir, sondern alle hier im Raum. Handelt sich tatsächlich nicht mehr, so gesehen gar nicht mehr um einen Spatenstich. Wir beginnen nämlich gar nicht mit dem Bau. Der Bau ist die letzten 3 Wochen unfassbar schnell, dank unserem Team rund um Winzern und Rossbau vorangeschritten. Da hat wahrscheinlich mancher am Anfang, wo er das gehört hat, Surfen im Fluss in Pforzheim. Ist das möglich? Was sind das für Leute, die so eine Idee haben? Ist es überhaupt umsetzbar oder was ist das für eine verrückte Idee? Sie als Team haben uns alle überzeugt, auch die Ämter, die Experten alle überzeugt, ja, das wird was, es ist euer Erfolg. Von dem her alles Gute, viel Spaß und ich finde es ganz klasse, wie alle hier an einem Strang gezogen haben. Jedes Amt, jede Behörde, der Fischerclub, was nicht leicht ist, ja, unter ökologischen Aspekten. Von dem her, ihr habt alles richtig gemacht. Hang loose, hang loose. 5, 4, 3, 2, 1. Als wir dann unsere Spatenstich-Party hatten oder unseren Spatenstich, wurde mir eigentlich das erste Mal wirklich bewusst, was wir bis dahin auf die Beine gestellt haben. Alle waren eigentlich nur genauso überrascht wie wir im Endeffekt, dass das so super funktioniert hat bis zu diesem Punkt. Und als wir dann unten standen auf dem Fundament und es quasi eingeweiht hatten, das war schon ein geiles Gefühl. Ich komm nochmal runter. So wäre schön immer stehen können. Ins Wasser da ist. Einmal jede Kamera. Unglaubliches Gefühl, dass man innerhalb so kurzer Zeit mit so einem jungen Team ja, so was Großartiges eigentlich auf die Beine stellen kann, woran schon viele Initiativen gescheitert sind. Durch wie durch Bruder hier. Hauptsächlich führt der Fluss Wasser im Frühjahr und im Herbst, wenn es viel regnet. Deshalb ist im Sommer eher selten, dass man surfen kann. Einige zigtausend Euro kosten die Fundamente und die mobile Holzrampe, alles finanziert von Sponsoren. Surfen in der City. Steffen Rose ist glücklich, dass sich so viele Pforzheimer Unternehmen auf diese absurde Idee eingelassen haben. Mit einer 2 bis 3 Wochen dauernden Surfparty will man im Frühjahr starten. Nachdem das Fundament dann drin war, sind wir natürlich erstmal froh gewesen, dass ein Bauabschnitt erledigt war, vor allem auch rechtzeitig, bevor der große Wintereinbruch kam. Und wir haben uns dann auch relativ zügig zusammengesetzt im Technikteam und überlegt, wie die weitere Konstruktion aussehen soll. Dann machen wir die Dinger halt einfach 20 länger. Weil du hast, also der Druck, der dann oben drauf ist, 35 cm Wasser, das ist nichts. Aber da ist auch die Frage, ob wir das 2,50 Meter lang machen wollen oder ob wir sagen, ja, das muss nicht lang sein, das reicht. Das reicht 1 Meter. Meter ist maximal. Weil sonst verlieren wir wieder voll Reibung. Genau.
Das ist ja. Das eigentlich dann weiter. Für die Holzkonstruktion sind vor allem 2 Parameter entscheidend. Das eine ist die Höhe der Rampe, die die Energie bereitstellt, also die Lageenergie, die wir brauchen, um das Wasser zu beschleunigen. Und je höher wir die Rampe halt machen, desto kleiner machen wir den Querschnitt, wo das Wasser durchfließen kann. Und deshalb ist es so ein Trade-off. Wir wollen viel Wasser, um eine große Welle zu erreichen, aber es ist natürlich auch wichtig, dass wir genug Energie haben, damit wir in diesen überkritischen Fließzustand kommen. Die Rampe muss lang genug sein, um das Wasser auf die Geschwindigkeit zu bringen, aber umso länger sie wird, umso eher bremst sie wieder. Richtig. Also eigentlich ist eine kurze, steile Rampe bei viel Wasser besser als eine lange, flache. Ja. Weil wir haben im KIT hast du wenig Wasser über eine flache Rampe, das heißt, da hast du auch diesen Einfluss von der Reibung, aber bei viel Wasser macht diese Reibung nachher gar nichts mehr aus und dann kannst du die Rampe auch ein bisschen steiler machen. Also ich hätte auch gesagt, auf 2,50 zu gehen und dann danach dieses gerade Stück 1 Meter. Genau, also ganz geil, erste Genehmigung. Zweite Genehmigung, das Amt für öffentliche Ordnung hat mich angerufen, hat gemeint, ja, es wäre ja schon cool, wenn sie auch noch eine Genehmigung geben würden, was wir denn da reinschreiben können. Eine Sache, die müssen wir nachweisen, das ist die Hochwassersicherheit. Also wenn du in Gewässer in Deutschland irgendwas reinbaust, dann musst du nachweisen, dass danach die Hochwasserlage nicht verändert wird. Dann hat sich aber parallel während dieser Konstruktion so ein bisschen aus der Stadt kamen so die ersten Signale, hey, warum wollt ihr denn eigentlich alles immer nur so provisorisch machen? Plant doch mal eure Konstruktion so, dass man, wenn man es genehmigungstechnisch in dem zweiten Schritt hinbekommt, dass man es gleich dann drin lassen kann. Und dann war das für uns irgendwann so stark, dass wir gesagt haben, okay, dann müssen wir unsere Konstruktion aber von vornherein anpassen. Also egal, ob das kurz oder lang wird, man muss es absenken. Genau. Oder? Das ist die Quintessenz des Ganzen. Wenn man's über die ganze Für uns ist die größere Herausforderung, die wir uns selbst gestellt haben, mal wieder das Ganze flexibel genug zu machen, bedeutet auf jegliche Wasserreaktionen, sprich Wasserpegel steigt, sinkt, Hochwasser, Niedrigwasser, möglichst das Maximale rauszuholen, aber keinen Schaden zu verursachen, wie zum Beispiel bei Hochwasser. Die kriegen wir auf 4,50 Meter nämlich sogar. Das heißt, wir können die über die dafür komplette Länge sorgen, dass es beim Ablassen nicht verkantet. Weil es hat Auftrieb von selber. Es wird sich nicht einfach, also auch durch den Wasserdruck wird es sich nicht gleichmäßig legen. Das heißt, du musst irgendwie von oben noch Druck drauf bringen. Gleichmäßig, dass es gleichmäßig auch runter geht. Ja. Und wenn das hier verkantet, dann hast du auch ein Problem. Dann schaffst du mit dem Wasserdruck, das du hier reinbringst, hebst du es nicht mehr hoch. Bei der endgültigen Planung von der Holzkonstruktion sind wir dann nochmal auf 1, 2 kleinere Probleme gestoßen, wo wir einfach gemerkt haben, dass wir mit unseren Kenntnissen, aber auch mit unserer Zeit, die wir als ehrenamtliche Mitarbeiter zur Verfügung haben, an unsere Grenzen kommen. Und deshalb haben wir uns da ein Ingenieursbüro mit ins Boot geholt, die für uns die Berechnungen machen oder die Simulation, damit wir die Rampe perfekt auslegen können und das Maximum an der Welle rausholen können. Du meinst, wenn der reinfällt und gespült wird bis... Genau, wir müssen wissen, wo wir den holen können. Und da muss der zu 100% geholt werden können. Okay. Weil die Variable, dass der uns abhaut, dann müssen wir 5 Rettungsschwimmer einsetzen, dass wir den kriegen. Ja, da wir am Kanal, während im Betrieb immer 2 Rettungsschwimmer vor Ort brauchen, haben wir gemerkt, dass wir das extern wahrscheinlich gar nicht stemmen können, indem wir da immer Leute dafür bezahlen, um dann daneben zu stehen. Und dann haben wir überlegt, dann bilden wir uns einfach selber aus. Okay, auf jetzt. Wir waren jetzt 9 Leute, die mehr oder weniger konstant da waren. So nach und nach gewöhnt man sich dran. Dienstags immer schwimmen gehen, nach Ispringen zum DLRG. Wir waren schon 10 Rettungsschwimmer im Verein und sind jetzt nochmal 9 dazugekommen. Das heißt, wir haben jetzt schon knapp 20 Rettungsschwimmer. Ja, der aktuelle Stand ist, dass jetzt gerade die Berechnungen vom Ingenieursbüro zwecks Hochwassersicherheit und Durchflussvolumen zum Kanal fertiggestellt wurden. Und ja, das sieht soweit alles gut aus und auf dieser Grundlage können wir jetzt in die Endkonstruktion der Geometrie gehen. Also es gibt im Grunde genommen hier diese 4 Punkte, die jetzt hier als Auflage gezeigt sind. An den Stellen würde vertikal dieser Hydraulikzylinder stehen. Eine Flusssurfwelle zu bauen ist keine alltägliche Aufgabe. Es gibt da nahezu keine Vorlagen, wie sowas funktionieren kann. Das Besondere war auch, dass wir alle ehrenamtlich gearbeitet hatten und das hat diese Aufgabe so spannend gemacht für uns.
Aber wichtig ist jetzt einfach, das war auch die Aufgabe bei uns, dass wir eine Sicherheit drin haben, dass eben das mal grundsätzlich diese Holzquerschnitte so funktionieren, dass wir da mit Auftrieb und Druck von der Seite und hin und her das Ding halt einigermaßen im Griff haben. Die Randbedingungen sind dann relativ unklar. Man hat verschiedene Wasserstände, jahreszeitlich abhängig, Strömungsgeschwindigkeiten. Das Ganze muss robust sein, es muss zu jeder Jahreszeit funktionieren. Wenn bewegliche Teile drin sind, müssen die im Wasser auch über viele Jahre dann dauerhaft sein. Und auch wichtig in diesem Fall, es muss eine Konstruktion sein, die kostengünstig gebaut werden kann, die der Verein auch in Eigenleistung herstellen kann. An der Planung waren es nochmal beteiligt im Detail die Ingenieurgruppe Bauen als großer Partner und Unterstützer des Vereins und die Technikgruppe vom Verein selber. Also da haben wir eng kooperiert und zusammengearbeitet. Weil ja auch die Kanthölzer im Vergleich zu einem Stahlrohr enorm viel größer sein müssen, um dasselbe zu erbringen. Und ich sage mal, so einen Rahmen da zu schlossern, das fände ich da fast simpler. Also wir hatten ja ursprünglich ein Konzept, wo wir eine Vollholzkonstruktion verwendet haben und davon sind wir dann abgekommen, weil wir das Ganze ja beweglich gestaltet haben und da braucht man einfach viel höhere Präzision und muss Genauigkeiten einhalten, es mit Stahl einfacher umzusetzen. Die Planung einer solchen Konstruktion besteht aus vielen einzelnen Bestandteilen. Das eine war eben die Geometriefindung, diese Konstruktion dieser Rampe festzulegen und dazu dann eben auch Stahlbau, Zeichnungen zu machen, Werkstattzeichnungen. Das wurde mehrheitlich von uns im Ingenieurbüro übernommen. Und der zweite Part ist dann eben diese Konstruktion auch vor Ort in einem CAD-Modell, in einem digitalen Modell in den Kanal reinzusetzen. Auch das Thema Beweglichkeit, wie sind die Hubwege auch zu simulieren, dann die Wasserstände. Diese Planung war dann mehrheitlich im Verein gemacht worden. Das unten drunter ist also Fundament, das kennt ihr alle. Und letztendlich ist das Ganze jetzt so eine Rampe aus Stahlprofil. Das Ganze wiegt 1,4 Tonnen insgesamt. Es bewegt sich über 4 Hydraulikzylinder, die jeweils hier an den Ecken sitzen. Einer hier, einer da drüben, einer da. Und alle 4 werden exakt parallel zeitgleich angesteuert. Die Herausforderung bei der neuen Konstruktion waren ganz klar die Komplexität. Also ein System, wo verschiedene Hydraulikzylinder exakt parallel arbeiten müssen, wo verschiedene Systeme ineinander greifen müssen, wo es Führungen gibt, wo es Scharniere gibt, die perfekt miteinander harmonieren müssen, wo trotzdem Maßgenauigkeiten eingehalten werden müssen, hat einfach schnell dazu geführt, dass wir doch von einem einfachen Holzrahmen einfach zu einem sehr komplexen System gekommen sind, was uns natürlich in der Zukunft dann gigantische Möglichkeiten geben wird. Aber es macht das Ganze natürlich sehr aufwendig. Mit dem Baurechtsamt sind wir im Gespräch und da hat sich jetzt ergeben, dass unser Bau als fliegende Bauten läuft. Das heißt, wir brauchen keinen Bauantrag, was die ganze Sache etwas vereinfacht. Und je nachdem, was wir jetzt noch auf das Vereinsgelände draufbauen, kommen wir dann tatsächlich ohne Bauantrag aus. Also wo es dann darum ging und die Konstruktion final war, haben wir uns natürlich direkt Gedanken gemacht, wie das Ganze dann von der Montage her ablaufen kann. Wir haben uns einen Baucontainer über Partner wiederum besorgt, in dem wir Materialien, Werkzeuge, Maschinen einlagern konnten. Wir haben uns einige Maschinen als Verein extra angeschafft und haben dann auch direkte Vorkehrungen getroffen und Planungen angestoßen, wie zum Beispiel den Bereich entsprechend einzuzäunen, auf dem wir uns dann hauptsächlich aufhalten werden. Ja, grundlegend war das sehr aufwendig, die ganzen Abfolgeschritte und Einbaumaßnahmen so im Detail zu planen. Also der ganze Wellenbau ist damit gestartet, dass wir erstmal den Bereich im Kanal gereinigt haben. Das heißt, wir haben große Steine raus, wir haben Müll rausgelesen und die ersten Balken eingesetzt. Die Stahlkonstruktion wurde bei unserem Metallpartner Klenkmetall in Pfaffenrod hergestellt.
Dazu haben wir mehrere Worksessions geplant. Das beinhaltete eben den Stahl zurechtzusägen, zu bohren und dann zusammenzuschweißen. Jetzt ist schon die Frage, genau, machen wir jetzt halt ohne Gärung? Die Herausforderung bei der Stahlkonstruktion war einfach ganz klar das Gewicht. Das ist viel schwerer als Holz natürlich. Und im Endeffekt mussten wir dann 4 Tonnen Stahl bearbeiten und in Form bringen. Ich hätte schon die Gärung dir gespart. Aber so schnell kommst du nicht mit dem Schweißen hinterher. Ich wollte gerade sagen, also ihr könnt ruhig Gärungsschnitte machen. Wahrscheinlich. Das ist nicht so langweilig. Jetzt bloß beim ersten Teil, also das erste Teilkäfte da. Also dann tun wir jetzt mal kurz umstellen auf 45 Grad. Gleiche Größe mit 2 normalen Löchern drin. Das sind auch 3 Stück. 3 Stück, ja. Also gerade beim Unterwasser, weil da stellen wir gegen das Wasser. Ja. Und da hat er gemeint, da sollten wir die Querverstrebung hier nochmal steifer ausprägen. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal hier ein U-Profil reinbauen. Wenn du hast, wenn wir es zusammen haben, dann kann man immer noch. Also beim Unterwasser wäre es wichtig. Wir hatten ja bisher immer die Idee, das Unterwasser über einen Schlauchwehr einzustellen. Die Idee an sich war ja echt super, weil wir da viele Vorteile gesehen haben. Die Problematik mit dem ganzen System ist eben auch, dass es nicht ganz einfach umzusetzen ist. Man muss es irgendwie hinbekommen, dass es nicht zu weich ist, dass es verwindungssteif ist etc. Und da wir sowieso auf ein Hydrauliksystem setzen aktuell, war die Idee auch naheliegend, dass wir dann komplett alle verstellbaren Elemente über eine Hydraulik fahren und dementsprechend auch diese Idee mit dem Schlauchwehr wieder verworfen haben. Mal dahinter in der Bankweg. Der Einbau der L-Stützen, die später unsere Seitenwand bilden, erfolgt eigentlich ganz einfach. Wir haben uns durch einen Partner Radlader organisiert und haben die mit einem Radler in den Kanal hineingehievt, dort mit 4 Personen auf Position gebracht im Fundament, auf unser Schienensystem und mit Druckluftschraube entsprechend die Stütze auf das passende Maß festgeschraubt. Ich hab 9 hier, er hat 3. Überragend! Nachdem die L-Stützen standen, haben wir dann die Seitenwände entsprechend erstellt durch Aufschrauben von Baudielen, die wir uns extra durch ein lokales Sägewerk aus Weißtanne sägen lassen haben. Und die Herausforderung war da tatsächlich, dass wir einige dieser Latten unter Wasser festschrauben mussten. Also auch wieder mit Druckluftschraubgerät und zum Teil mit Schnorchel und Taucherbrille unter Wasser liegend dann diese Dielen festgeschraubt.
Krass, oder? Wie aus dem Lehrbuch. Ja. Wendelsparen wie aus dem Lehrbuch. Wendelsparen, was ohne Anlauffarbe. Optimal. Ein Testaufbau war notwendig, weil wir einfach sicher gehen wollten, dass die Anlage, so wie sie geplant haben, in Theorie, in CAD, das sieht alles schön aus und da kann man auch natürlich Bewegungen simulieren, aber in der Praxis will man es dann doch lieber sehen. Und deswegen haben wir uns entschieden, den Aufwand zu betreiben und die ganze Anlage im Trockenen vorzumontieren, um dort wirklich auch mit Hydraulikaggregat und Zylindern verschiedene Tests durchzuführen. Jetzt müssen wir wieder zu mir. Dieser Aufbau besteht eigentlich aus den Haupt-L-Stützen, wo die großen Hydraulikzylinder drin sitzen und die 3 großen Rampenteile, die hochfahren, inklusive des Kickers bzw. Wave Shaper, mit dem wir unsere Welle später ein bisschen feintunen können. Ja. Stopp. Der Arbeitsaufwand jetzt in der Umsetzung war natürlich enorm, weil jetzt einfach alles Schlag auf Schlag ging. Im Endeffekt ist auch die ganze Freizeit und der Urlaub dafür draufgegangen. Also die Steuerung der Hydraulik soll nachher über eine App funktionieren. Das heißt, wir können über ein Smartphone die Welle einstellen. Das hat Phil alles ausgearbeitet und hat da die ganzen Details auch erarbeitet in langen Nachtschichten. Also parallel zu dem Testaufbau geht es natürlich am Kanal direkt auch voran. Wir haben da noch genug zu tun. Wir müssen die Beplankung fertigstellen und natürlich auch für den Nachtbetrieb ein Beleuchtungskonzept aufbauen. Und da sind wir auch schon mittendrin. Heute sind wir jetzt dran, die Hydraulik final zu testen. Und genau, deswegen bin ich auch ein bisschen unter Zeitdruck tatsächlich. Wir werden heute zum ersten Mal die Rampe testen, hochfahren. Und ja, deswegen würde ich mich jetzt auch mal verabschieden. Ja? Ich habe echt Bock. Bringe. Und von heute an gesehen, in ca. 1,5 bis 2 Wochen, wird die Konstruktion an die Welle, an den Standard rübergefahren, mit einem Kran reingehoben, verschraubt, angeschlossen und dann geht's los. Wanna skip October to March and double the other months. Yeah, I dream of living in a house that's right at the sea. And from my bedroom I can hear the waves breaking in the bay. I love to be back down at the ocean. I can't wait till we go back to the ocean. Every night I dream about the ocean. All year long I wait to go back to the ocean. Watching all those California surfing movies, the cold winter with hands tied. There's nothing I can do, I watch it for 100th time. Since I've been a little kid, I dream about riding my surfer all day. It's kind of bad in a horror film when the next beach is 500 miles away. I love to be back down at the ocean. Can't wait till we go back to the ocean. Every night I dream about the ocean. All year long I wait to go back to the ocean. Die
Die Herausforderungen waren definitiv beim Einbau dieser Anlage die Maßgenauigkeit. Wir haben Zentimeter oder Millimeter genau eigentlich mit dem Kran 3 bis 4 Meter große Teile in diesen Kanal eingesetzt. Ein Element so anzubringen, dass es nachher auch formschlüssig funktioniert miteinander, ist nicht ganz so einfach und ich glaube, das hat jeder von uns zum ersten Mal gemacht. Und wenn man dann mal irgendwie so, keine Ahnung, 5-6 Stunden da in dem Kanal steht und wirklich bis hier komplett nass, die Warthose innen eigentlich schon nass, dann macht man sich schon Gedanken, ob man da irgendwie am richtigen Fleck ist. Also heute war jetzt die Klimaanlage ziemlich krass. Zum anderen war eine Riesenherausforderung das Koordinieren von sehr vielen unbekannten Menschen. Also wir haben ja ganz viele Helfer gehabt, die man quasi davor noch nicht gesehen hat oder wo man auch nicht wusste, wie technisch versiert ist diese Person. Und auch alle Baustellen, die gleichzeitig liefen, auch wirklich irgendwie im Blick zu haben und es zu koordinieren. Der Arbeitsaufwand am Wochenende war ziemlich intensiv. Eigentlich hat man die ganze Zeit gearbeitet, kaum geschlafen. Es war wie immer bei uns ein Kraftakt, das alles wie in ein Wochenende reinzupacken, weil wir haben ja immer auch begrenzt nur Zeit durch die ehrenamtliche Tätigkeit, sind alle auch unter der Woche ausgelastet. Das heißt, der Druck, das einfach auch fertig zu kriegen, ein Wochenende, der ist da und der ist groß. I love to be back down at the ocean. Can't wait till we go back to the ocean. Every night I dream about the ocean. Oh yeah, long I wait to go back to the ocean. Wir haben die Hydraulikzylinder zum ersten Mal in Bewegung versetzt, das Ganze unter Wasser. Man hat gehofft, die Hydraulikschläuche sind dicht, das Aggregat funktioniert richtig, die Zylinder können frei verfahren, blockieren an keiner Stelle. Aber es hat tatsächlich auf Anhieb alles hervorragend funktioniert und vor allem auch dann diese Beweglichkeiten zu sehen, die diese Anlage mit sich bringt und die Feinjustierung war eine schöne Sache, das zu sehen, dass das alles so geklappt hat. Einfach krass. Das ehrenamtliche Engagement, die Power, die die Leute mitgebracht haben, die auch gerade Menschen, die technisch nicht so versiert sind, die trotzdem alles dafür getan haben, dass dieses Ding nachher da drin steht, das kann man nicht irgendwie quantifizieren, das kann man auch nicht beschreiben. Also Wahnsinn einfach. Total krass. Clemens, machst du es ganz auf oder wie weit hoch? Ja, aber ganz hoch, ja. Wir wollen unter Wasser der mal hochziehen. Also. Diese ganze Arbeit, die man seit Jahren reingesteckt hat, wirklich dann zu sehen, wie es im Fluss verbaut wird und wo dann alles drin war und gepasst hat, war das schon ein Hammermoment. Also das war so ein Meilenstein in dem Vereinsleben eigentlich. Der erste Wellentest war sehr spannend. Es waren sehr viele Leute da und wir haben das Wehr aufgemacht. Zum ersten Mal das Wasser über die Konstruktion laufen zu sehen, war ja natürlich aufregend. Ja. Man hat gesehen, wie sich es verhält. Dennoch haben wir dann noch direkt festgestellt, okay, wir haben noch Punkte, an denen wir arbeiten müssen. Mich hat es auch gewundert, hat direkt alles funktioniert. Für das, dass wir das zum ersten Mal gebaut haben, hat ja extrem viel funktioniert. Sie lief so, dass man gemerkt hat, okay, wir kriegen eine Welle hin, aber jetzt gilt es dran, die Welle noch surfbar zu machen. Nach dem Welleneinbau, da ging es dann schon wieder schnell los mit Lockdown. Da wussten wir alle nicht so genau, wie lange geht es jetzt, wird es wieder so hart wie im Jahr davor. Es hat schon alles so ein bisschen verunsichert auch. Man konnte kein Material bestellen, um das wieder zu verarbeiten, weil wir nicht wussten, ob wir es verarbeiten können. Und deswegen ist da ein bisschen der Drive einfach rausgegangen. Also ein Verein lebt von seinen Mitgliedern
Wir sind angewiesen auf Manpower in jeglicher Hinsicht und das hat einfach gelitten und das hat man gespürt. Nachdem die Pandemie uns so ein bisschen losgelassen hat, haben wir uns gesagt, okay, wir müssen weitermachen, wir müssen vorwärts kommen und haben dann gesagt, wir treffen uns einmal die Woche und bauen das Ding zu Ende. Es staut auf jeden Fall komplett hoch, so lange bis es irgendwann überfließt. Das ist komplett dicht, wie smooth das Wasser hier. Und dann läuft es natürlich hier in unsere Hydraulikkästen rein, die dann natürlich noch dicht gemacht werden müssen. Es wird. Man muss nachträglich sagen, dass es einiges an Optimierungsbedarf an der Welle gab. Also wir haben zum einen wahnsinnig viel Wasser verloren über die Beplankung. Da haben wir dann nachträglich Bleche aufgebracht. Dann haben wir die Seitenkanäle mussten wir abdichten. Da war quasi das gleiche Thema, bloß dass das Wasser eben zur Seite weggeflossen ist. Die Anströmkante von der Rampe, die war undicht. Das heißt, uns ist das Wasser unten durchgeflossen, anstatt oben drüber. Dann hatten wir so kleinere Probleme mit der Hydraulik, dass die Hydraulikzylinder, also die 4 großen, die quasi die Rampe anheben, dass die nicht gleichmäßig nach oben gefahren sind. Das heißt, wir mussten da eine Strebe zwischen rein. Ja, es gab schon einiges noch an Optimierungsbedarf nachträglich. Tonight it's gonna be fine. The breakfast gives me confidence. Your smile makes me feel alright. You don't hide, no need to step aside. We hang out with my friends, it's cool, and there's this magic in your eye. All these days are gone, we hang a step wait for someone to save you. Das Wetter ist schön ruhig, Adrian, hier. Guck mal. Durch das, dass wir immer nur in kleinen Gruppen uns getroffen haben, ging natürlich vieles langsamer. Es musste viel auch abgestimmt werden. Die eine Gruppe am Folgemittwoch musste wieder Dinge übernehmen, die die Gruppe zuvor begonnen hat. Wir haben es geschafft, eine Welle zu bauen mit mega viel Engagement und sind damit sehr preiswert unterwegs. Wir haben nur die unbedingt notwendigen baulichen Maßnahmen, die man eben bezahlen muss, die man nicht selber machen kann, vergeben an Fremdfirmen und den ganzen Rest selbst gemacht. Und dadurch sind wir unterm Strich zwischen 80.000 und 90.000 Euro gelandet, was eine richtig starke Leistung ist. Der Arbeitseinsatz in diesem Sommer war extrem hoch. Auch am nächsten Tag hat man noch gespürt, dass man den vorigen Abend in der Welle verbracht hat. Deswegen war das schon eine harte Zeit. It's like a crazy ride, a roller coaster with you. There are no breaks to stop, but million tracks to choose. Beauty enchanting me, feel as if this ain't true. Go with a heart of gold, another planet with you. Yeah, Es ist tatsächlich soweit. Kommende Woche wird hier angesurft. Was ist das für ein Gefühl? Schönes Gefühl, nach vielen Jahren harter Arbeit hinter den Kulissen. Was machen denn deine Kollegen hier im Hintergrund? Ja, das ist im Prinzip, sieht man hier einen Großteil aus unserer ehrenamtlichen Techniktruppe, sagen wir immer. Also das sind die auf jeden Fall, die diese 1000 Stunden pro Kopf zählen dürfen. Schreiner, Wasserbauingenieure, Techniker, Elektrotechniker. Wenn man die Stunden ausrechnen würde, dann wären wir im Millionenbetrag. So viel ist klar, so viel kosten ja auch andere Wellen. In den letzten Tagen haben wir dann vor allem die Terrasse finalisiert, die Unterwasserbeleuchtung in Betrieb genommen, worauf ich sehr stolz bin. Wir sind weltweit die einzige Flusswelle mit einer Unterwasserbeleuchtung. Yes!
Stadt in Baden-Württemberg will neues Surferparadies werden. Pforzheim mit der Black Forest Wave auf der Nagold. Ein Projekt für junge Menschen, sogar schon ein Lebenswerk. Daniel Günther hat die Surfer besucht. Wenn man viel einstellen kann, dann muss man auch viel rumstellen, bis es dann läuft. Man sieht jetzt gerade auch, wir sind jetzt gerade noch am Testen. Sie läuft noch nicht so perfekt, aber wir werden die Welle immer weiter optimieren. Das Ansurfen war natürlich maßgeblich dafür gedacht, um exklusiv mit unseren Mitgliedern, die so lange auf diesen Tag hingearbeitet haben, gemeinsam mit unseren wichtigsten Partnern und Geldgebern sowie auch der Presse zusammenzukommen und die Welle zum ersten Mal zum Leben zu erwecken. Dieses Projekt ist der Beweis, was in enger Zusammenarbeit mit regionalen Partnern und mit ein paar motivierten Menschen möglich ist. Vielen Dank an alle und ich würde sagen, Music on, jetzt wird gesurft. And this music in our ears, I hope that this will go on for years. For so long, it was all we ever wanted. Come on, let's lose this fucking habit. I know, one leap of faith and we're on it. You know, I'd do anything for this. Maybe we can pray to this for this time. I feel like we should pray to this for this time. Also das gestrige Unsurf-Event war der Knaller. Die Leute waren geil drauf, die Welle lief für den Wasserstand und für das, dass es quasi eigentlich davor eine relativ lange Trockenperiode gab und es einen Tag davor minimal geregnet hat, lief die Welle wirklich richtig gut. Die Welle gestern beim Ansurfen war, muss man sagen, noch nicht die, wie ich sie mir wünsche. Aber ich bin so froh, dass die Welle surfbar war, für leichte Personen wie mich. Oh, Applaus! Für mich persönlich war das Grinsen und das Lachen in den Gesichtern der Vereinsmitglieder, wenn sie dann da aus dem Wasser gestiegen sind, ja, das größte Geschenk oder der größte Erfolg auch von dem Projekt. Noch nie auf dem Brett gestanden, noch nie irgendwie im Fluss geschwommen und wollen surfen gehen, hier auf der Black Forest Wave. Das war toll zu sehen, wie gut es ankommt, jetzt in so einem kleinen Kreis schon. Ich war mega begeistert, wie viel Presse da war am Unsurf-Event. Ich fand es verrückt, dass wir mit unserem Projekt in den Nachrichten kommen, im Fernsehen kommen, in sämtlichen Zeitungen. Die Sponsoren waren glücklich, das hast du in den Gesichtern gesehen. Es ist eine Aufwertung für die Region, das merkt man auch. Also im Gespräch mit jedem Einzelnen, da herrscht einfach eine große Begeisterung. Unglaublich, Know-how, Zeit, Familie müssen mitmachen, Sponsoren finden, einfach super. Ich freue mich riesig für euch. Und drücke euch die Daumen, dass es so weitergeht. With the sun shining on his painted factory walls, never good circumstances tear us apart. We felt like kings in this place, ready to conquer the world. I know that these things sound ridiculous to you. So long, it was all we ever wanted. Come on, let's lose this fucking habit. I know, one leap of faith and we're on it. You know, I'd do anything for this. Maybe we can break through this for this time. In erster Linie ist mir gestern Nacht bei dem Event echt ein Stein vom Herzen gefallen. Weil natürlich haben wir immer im Hinterkopf, was, wenn es nicht läuft, was passiert, wenn es dann doch irgendwie nicht so toll aufgenommen wird. Aber nach dem Tag gestern, ja, das war einfach in erster Linie eine riesen Erleichterung. Es war für mich ein ganz, ganz besonderer Tag in meinem Leben, glaube ich, werde ich nie vergessen. Nach 7 Jahren intensiver Arbeit bei so einem Projekt, diesen Moment zu erleben, war echt eine tolle Geschichte. Those days are stuck in my mind forever. 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 Those days stuck in my mind forever. Those days are stuck in my mind forever.
Those days are stuck in my mind forever. Die Welt zu sehen ist, wenn man es überlegt, was dahinter steckt, ist schon emotional für mich, weil ich weiß, was da einfach, wie viel, keine Tränen, aber Blut und Schweiß sind geflossen, was da alles da passiert ist in der Zeit. Das war schon eine enorme Herausforderung für alle, für manche mehr, für manche war es extrem viel und das dann gebündelt auf einer Welle, die Spaß macht. Ich denke, das ist einfach das optimale Ergebnis und war der Mühen wert. Die Welle lief super gut, obwohl wir jetzt gar nicht so viel Wasser hatten. Ja, das macht echt Lust jetzt auf einen Surfsommer. Offizieller Saisonstart ist am 2. Aprilwochenende. Dann steigt am Pforzheimer Metzelgraben eine große Surferparty und jeder darf die perfekte Welle ausprobieren. Vielleicht sogar bei Sonnenschein. Good morning. Good morning. How's it going? Wow, Alter, der war knapp, ey. Für dieses Erlebnis brauchte es 7 Jahre Planung, tausende Stunden ehrenamtliche Arbeit und jetzt Urlaubsgefühle mitten in der Stadt. Wir haben nicht die stärkste, die größte, die schnellste oder irgendwas Welle, aber was wir haben, ist eine geile Community. Das macht einfach riesen Spaß. Are you feeling this? Getting more black turns into green. Yeah, I don't wanna miss. It's like the time you're there. Or like a song you listen to for the very first time. Or touch you so deep, so you got nothing else on your mind. You wake up early in the morning. You're not tired anymore when the sun's coming up for the day that you've been waiting for. Come on, take our guitars and play that song. Come on, turn up the fucking radio and sing along. Come on, music goes straight into love. War geil, war geil. Unsere nächste große Herausforderung wird die Organisation vom normalen Betrieb. Wir müssen schaffen, ehrenamtlich ein Team auf die Beine zu stellen mit Rettungsschwimmern, mit Waveshapern, die die Welle in Betrieb nehmen. Und das versuchen wir alles, oder wir wollen das alles ehrenamtlich gestalten. Wir wollen damit kein Geld verdienen. Wir wollen den Leuten ermöglichen, surfen zu können in Pforzheim. Das wird der nächste große Schritt und die riesige Herausforderung. Ja, jetzt muss der Verein einfach schauen, dass er weiter nach außen zu viele neue Mitglieder bewerben kann, dass immer neue Menschen hinzukommen, frische Energie mit reinbringen, dass wir als Verein stark bleiben, motiviert bleiben und vor allem auch ohne kommerziellen Gedanken hier in Pforzheim eine Welle betreiben können. Sollte das nicht gelingen, dass es genug Menschen gibt, die das ehrenamtlich in ihrer Freizeit machen, dann muss man natürlich neue Wege finden, wie man so eine Surfwelle betreiben kann. Aber das ist natürlich nicht das Ziel. Ja. Und das wird die Zukunft zeigen,
wie wir das schaffen. Und da ist es jeder einzelne Surfer gefragt, sich einzubringen. Und darauf hoffe ich einfach, dass wir da mit unseren mittlerweile 170 Mitgliedern genug Leute zusammenkriegen, um das auch zu schaffen. I hate leaving, I hate saying goodbye. When you got that look in your eyes. The words tumble out, that feel as heavy as stones. And I'm too drunk, I feel I cannot control. The twinkling eyes look up the evening sky. When I'm still hope, I stay with you all night. Every now and then, every once in a while, I'm sad about this years and I quit every time. Who makes me regret it's all fine. When it's over now, best can I get out of space and lose what I can forget. Maybe you and me gonna meet again someday. I feel a shiver down, my back's a hunky tonight. I won't believe that there ain't no more. I try to fight the ache in my heart. Right now it's just something that I can prevent. A few memories, treasure from a golden time. Use this like I do in the morning light. A few months left and I'm a live too. I know it's gonna already missing you.